music is very emotional. What are you feeling when you're singing your songs? That's a very interesting observation because for me, when I sing, what I seek to do, because I write my own songs, what I try to do is to, what I love to do is to have an emotional point, a moment in the song that has some sort of emotional peak or true feeling that that's really a pleasure to sing every night. And so I'm just trying to find people, stories or people or events that where you have this sort of clarity of the moment, a clarity of emotion and a purity of motion. That's the idea. What inspires you to your writing? Writing is really hard, I mean, to come up with ideas, but they come themselves. Really, for example, there's I feel I sort of channel songs that come to me. So once I had a song called, Alex had the name of a song called Insomnia, and so I was thinking about, I thought, what if, I set it for, I live in Otterkring, and one night there were some people shouting in the street, and so I just developed a song about that. And then once you have the elements of it and the structure of it, it tells you what you're supposed to be writing about, and it becomes clear to you. It takes you some time, but if you can just listen to the song, it'll tell you what it should be about. You work with a lot of different styles of music, like blues and soul and gospel. How does that come? There's a saying that Bob Dylan said once, where he said, there was a time when music wasn't all divided up into country or blues, and that's the place we try to go to, is this early music where you had folk and country and blues and soul and all joined together, and then we try to make it new, make it somehow speaking for today. So, how do you get to be a musician? I just always, I have a really great mind for lyrics. I can remember lyrics. I've always been able to, I just hear songs and I remember them. I have one of my daughters, she's the same way. So it's just in me. I didn't really have a choice. But my father used to always sing, and I've been around other people that, and so it's just my upbringing. Please tell me something about the band. Oh, the band! I'm really lucky to have this band. I mean, the idea was to do quality sort of songwriter songs with a band that has rhythm and emotion and feeling. So they're not just sad little songs, guy on a guitar singing about. It's a whole experience. And so we have this great rhythm section. Healy and Roman, they really bring a undercurrent of tension and energy, and you have Matthias, who brings this spirituality that the organ brings, and Alex on guitar is unbelievable, and then the honeybees, the harmony. That's what's special, really, about all that's special, but that's all. That's extra special. These voices that the honeybees, Ina and Anya and Ina bring, is just very special. I try to keep up. You're from Austin, Texas. I'm from Texas, that's right. My family's from there. Now you're in Austria. How does that come, and do you speak German? Well, ich habe meine Frau kennengelernt in Barcelona. Sie ist aus Wien, und wir sind kurz in Amerika übersiedelt und dann nochmal zurück hier, and I've been here 20 years. Hey, yeah.
von Musik macht ihr? Das ist schwer zu beschreiben. Unsere Musik ist eine Mischung und wir versuchen die unterschiedlichsten Stile von Amerikanern sozusagen zusammenzufassen. Das ist Southern Soul, Blues, Gospel, Country-Elemente und mixen das zu einem Gumbo, wenn man so möchte, zu einem Eintopf. Und ja, das ist unsere Spezialität. Und woher kommen die Ideen zur Musik? Das ist schwer zu beschreiben. Das ist die Musik, die wir hören, schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Und schwer zu beschreiben. Wir sind inspiriert von den unterschiedlichsten Einflüssen. Und die findet man wahrscheinlich geografisch gesehen am ehesten so am Golf von Mexiko. Also da sind Tex-Mex-Elemente drinnen. Wir verwenden Soul-Elemente, nehmen Funk-Elemente dazu. Es kann alles sein, ja, und vermischen es sozusagen so. Wer gehört denn alle zu eurer Band? Unsere Band besteht aus 7 Personen. Der Douglas Linton natürlich am Gesang und an der Akustikgitarre. Wir haben die Honeybees, das sind 2 Sängerinnen, die Anja Klipic und die Ina Eckhardt, den Roman Kovac am Bass, den Heli Schiefer am Schlagzeug und den Matthias Iribauer an der Orgel und meine Wenigkeit an der Gitarre. Also es ist generell eine sehr freundschaftliche und offene Atmosphäre bei uns und irgendwie mit der Ina gemeinsam hat man dann auch eben so ein bisschen seine Kompanie irgendwie dabei, wo man dann halt auch sich nochmal ein bisschen besser fühlt. Bei mir war es so, dass mein damaliger Mitbewohner eine Zeit lang mit dem Douglas gemeinsam musiziert hat. Und dann kam es dazu, dass sie eine Harmony-Voice-Sängerin brauchten. Und mein Mitbewohner hat mich eben vorgeschlagen, weil wir zusammen wohnen und er weiß, dass ich singe. Und daraufhin bin ich bei einer Probe dabei gewesen und irgendwie hat das dann super gepasst und seitdem bin ich geblieben. Auch mich schon gekannt und hat mich dann empfohlen. Und dann habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Konzerte alleine gespielt. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist es ja auch ganz schön, wenn wir mal 2 Konzerte gemeinsam im Background quasi singen und schauen, wie das funktioniert. Und dann sind wir drauf gekommen, dass wir uns so toll ergänzen eigentlich und so gut zusammenpassen, auch stimmlich und menschlich, dass ich dann bleiben durfte zum Glück. Also happy me. Ziemlich genauso wie die Ina das sagt. Wir haben so viele verschiedene Musikstile dabei und verschiedene Tempi irgendwie in den Songs. Das heißt, wir kriegen viele verschiedene Möglichkeiten, unsere Stimme irgendwie einzusetzen. Und es ist auch sehr fokussiert auf die Mehrstimmigkeit. Und das macht so viel aus bei uns. Ich weiß nicht, wir zu dritt, also mit dem Douglas gemeinsam, funktionieren auf einer harmonischen Ebene so gut auch mit dem Gesang, dass das wirklich dann sehr, sehr oft so schöne Momente sind, wo wir singen und im Nachhinein dann denken, wow, das passt so gut zusammen. Und das ist eigentlich das Schönste, weil das so gut passt. Das findet man, glaube ich, nicht so oft, dass 3 Stimmen tatsächlich so gut zueinander passen. Und das haben wir nicht mal so geplant, deshalb ist es umso besser. Now I have the proud pleasure of specially introducing the Honeybees. And
Wie bist du zum Blues gekommen? Ja, es war eigentlich ein Zufall, eine Radiosendung, 1971, durch Zufall gehört. Rundfunk angerufen, sie soll mir die Playlist geben und ich möchte wissen, was das ist. Das haben die auch gemacht und ich habe dann diese Platte gesucht und da hat es mich von da an gefesselt und es hat nichts anderes mehr gegeben. Und lustig ist aber, ich bin durch Schlagzeug aufs Klavier gekommen. Ich habe zuerst Schlagzeug, aber so zwei Rockbands da in Wien gehabt, in den Ende 60er, Anfang 70er und dann Klavier und die Sabine hat Klavier gelernt und ist auf Schlagzeug gewechselt. Das ist auch wieder so wahrscheinlich in den Genen. Ziemlich aufsteigend, weil sie dieses Schlagzeugtalent, wie auch immer, geerbt, selber erlernt. Auf jeden Fall hat sie sich das angeeignet und hat es von sich aus. Und damit war dieser Boom, der war so groß in der ersten Zeit, nach meinen bis dahin auch schon über 20 Jahren Solospiel, dass das einen tollen neuen Auftrieb gegeben hat für uns beide. Wir haben uns gegenseitig wahnsinnig inspiriert. Also das dass wir Vater-Tochter sind und andererseits auch, dass wir jetzt schon 20 Jahre miteinander spielen. Das ist ein bisschen was, ja? Ja. Ich sage schon, an den Genen liegt es ein bisschen, ja. Also bist du sehr froh, dass du so eine musikalische Tochter gekriegt hast? Ja, ich habe 3 Töchter. Alle sind ganz musikalisch, aber die Sabine ist dabei geblieben. Die anderen haben wieder aufgehört und Sabine hat schon gesagt, seit 20 Jahren, es funktioniert sehr gut und es macht uns beiden, glaube ich, immer noch viel Spaß. Wie bist du zum Bassbrett gekommen? Also ich habe zuerst halt Schlagzeug gespielt und der L. Cook, das ist ein bekannter Bluesgitarrist, hat mir dann einmal ein Waschbrett geschenkt. Das ist das Waschbrett, wo seine Mutter noch seine Windeln drauf gewaschen hat. Und dann habe ich mir so Fingerhüte gekauft und einmal probiert einfach und wie gesagt andere Bands angehört. Und so hat sich das entwickelt. What brought you two together, and how did you came to play blues music? Well, for both of us, playing blues music actually was long before we met each other. I've been in St. Louis, that's where I'm from. And I've been in St. Louis, and I had a band that I formed specifically to do old jazz, and the blues that we did, I tried to keep it also very much regional to St. Louis. So I met Ethan because Ethan was actually searching for the same thing. And so when we met each other, it was like, of course we're going to try and do some music together. But your story for doing blues? Well, for me, it was just the love of the piano and discovering boogie woogie and then all the different old styles. And each region in the United States had their own blues style and piano style. And as I got more and more into that, I found that the St. Louis style was what I was really connected to. But to do that stuff properly, you need a vocalist. And to meet someone who was already so passionate about the music, the same music for the same reasons, but from the vocal side of it was really just, I couldn't believe it. I couldn't believe I met someone who loved it like I did. I mean, that's in any kind of music, it's unique to find someone completely somewhere else who likes the exact same thing and also will fill that void of what you need in it. I mean, for any it's kind of like meeting your soul. Yeah, it really is. And I was in New York City, and I just was so. As soon as sort of we met, I moved to St. Louis, because I knew. I mean, like I said, this music is really obscure. What we do, it's not except for here in Vienna, where everyone seems to know about it, which is the best. I mean, of course. Everywhere else and all over America, nobody really knows this style of music. Or this particular kind of blues that we do, and so yeah, it was amazing to meet someone who wanted to do it too.
Das wird heute ein ganz spezieller Abend und macht mich besonders stolz, dass es mir gelungen ist, im Gegensatz zu dem Ding, dass es mir gelungen ist, zwei wirklich ganz große der Musik nach Wien zu bringen. Also nach Wien zu bringen, sie waren ja schon in Wien, aber das erste Mal gemeinsam auf der Bühne. Und dazu noch einen großartigen Musiker aus Österreich, aus Wien, den Hermann Bosch. Und ja, es gibt eigentlich nicht viel zu sagen, als dass ich euch einen wunderschönen Abend wünsche. Der Soundcheck war ja schon mal sehr, sehr vielversprechend. Ihr habt euch richtig entschieden, so viel kann ich sagen. Und jetzt würde ich euch bitten, einen riesen Applaus für Abi Wallenstein und Pete York, unterstützt von Hermann Bosch. Blue boy, when you get to Jackson, want you to fly down Shannon Street. When you get to Jackson, want you to fly down Shannon Street. I don't want you to stop flying till you find me selling May for me. Eine recht ungewöhnliche Konstellation. Ja. Wie kam es dazu? Ich habe mit Abi, ich habe sehr viel von ihm gehört über alle diese Jahre, aber ich habe mit ihm vor ein paar Jahren, 3 Jahre oder so in der Nähe von Kitzbühel gespielt auf einem Konzert und ich war total begeistert mit was er macht und er ist wirklich, er braucht kein Band eigentlich, er macht oft Solo-Konzerte oder im Duo oder so und er ist so komplett für sich selbst als Sänger und auch Gitarrist und aus dieser Möglichkeit kam zu mir von der Veranstalter hier in Wien, der großartige Fritz Herbeck. Ich hatte sofort Ja gesagt, weil es interessiert mich, mit solchen Leuten zu spielen, weil ich bin gewöhnt, mit Leuten zu arbeiten, so wirklich gute Leute, die haben viel Erfahrung und zum Beispiel, wenn ich spiele mit Helge Schneider, ich spiele so Jazzabends mit Helge Schneider und er ist so komplett für sich selbst. Das ist nur eine große Freude mit ihm zum Spielen, so Mitspieler sozusagen. Und das finde ich auch mit Abi und wir hatten eine wunderschöne kleine Probe. Aber ich freue mich auf den Abend, wo viel improvisiert soll sein. Das ist dem Ziel, dass wir sind kreativ. Das ist der Grund, warum ich spiele diese Musik, weil es ist eine kreative Musik, nicht so viel vorbereitet und da ist immer riskant und das mag ich sehr gerne. Österreicher gefallen mir sehr viel. I like Austrian people. Why you like the Austrian people? Well, I think they like having fun. Maybe. And I like having fun, and it's very important in my life. And can we expect fun for tonight's evening? Ich würde nicht überrascht sein. I wouldn't be surprised. Yeah. Ich bin jetzt 76 Jahre alt und meine Beine sind nicht so wie früher. Ich mag sehr gerne, wo wir wohnen, mit dem Fahrrad zu gehen. Okay. Und das mache ich jeden Tag. Ich gehe irgendwie eine Runde mit dem Fahrrad für meine Gesundheit eigentlich. Weil man muss in Bewegung bleiben. Aber ich spiele jeden Tag. Ich spiele auf dem Schlagzeug 2 Stunden jeden Tag. Wenn ich zu Hause bin, das muss ich machen. Und deine Frau hat nichts dagegen? Meine Frau liebt mir. Aber ich habe einen wunderschönen Kellerraum, so großes Raum, wo ich spielen kann und auch meine Trommel sind ein bisschen gedämpft. So dass es stört meine Frau sagt immer, es stört mich überhaupt nicht, wenn du spielst. Und unsere Nachbarn ist 97 Jahre alt. Okay, das geht. How, 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 how. How, 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 how. How, how, how. How, 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 how. Let me tell you about a dance that's going around. Everybody doing it
roll nibs down. Don't move your